Ja, natürlich, wir wissen alle, in den Naturwissenschaften sind relativ wenige Frauen zu finden. Da tun wir auch eine ganze Menge, wir fördern das an der Hochschule et cetera. Aber wir müssen auch bei uns mal gucken, ja? Also, wenn ich mir überlege, dass wir 30% Frauen haben, ja, und dann ins Top-Management gucke, da wird's dann schon dünn oder gar nicht vorhanden. Ja, dann muss man sich auch mal die unbequemen Fragen stellen, warum ist das so und was können wir dagegen tun? Wenn man wirklich was ändern will, dann muss man die Roadblocks aus dem Weg schaffen. Und dann gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt, naja, aber eine Führungskraft in Teilzeit, oh, ist schwierig. Ausschalten, neue Software drauf, anschalten, das funktioniert ja nicht. Wird sich keiner eingestehen öffentlich, ja, ist auch klar. Aber natürlich gibt es das und da muss man halt kritisch hinterfragen. Das ist auch die Rolle von Personal. Warum kannst du dir das nicht vorstellen oder woran hat es denn gelegen? Ganz ehrlich, das geht uns ja allen so. Ja? Irgendwann nimmt man, wenn beide irgendwie gleich gut scheinen, nimmt man den sympathischeren. Und wer ist der sympathischere? Der mir so ein bisschen ähnlich ist. Ja? Wenn da jetzt einer St. Pauli-Fan ist, ja, und mit mir über Fußball schnackt, ja, finde ich den irgendwie, ja, nicht ganz unsympathisch. Dann sind so unbewusste Prozesse und das müssen wir halt auch bei unseren Personalentscheidungen versuchen rauszunehmen. Das geht viel über Training, da kann man viel lernen. Ja, man kann sich auch seiner eigenen Unzulänglichkeiten bewusst sein und die dann bewusst ausknipsen. Wenn man das konsequent tut, bringt für das Thema Diversity viel, viel mehr als tolle Greenwashing-Geschichten, die viele Unternehmen tun, sondern da wirklich an der Basis anzufangen und sagen, woran hakt es denn? Kann jemand, der vielleicht in der Konsumgüterindustrie gearbeitet hat, in der Halbleiterei arbeitet, muss man schon aufpassen, ja? Dass man da nicht sagt, oh ja, nee, Halbleiterei, ganz anderes Geschäft. Ja, aber vielleicht bringt der mal einen Blickwinkel rein, den wir hier nicht haben, den wir hier gar nicht sehen.